Als außerordentlich problematisch stellte sich die wirtschaftliche Lage Glauchaus dar, so dass unter Gottfried Ernst von Schönburg, der seit 1665 regierte, ein Verkauf der Herrschaft, zu der damals auch Remse und Rochsburg gehörten, an die Grafen Reuß von Plauen oder gar an den Kurfürsten von Sachsen erwogen wurde. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal das Schloss in Glauchau und speziell in diesem Video möchte ich euch gerne das vordere Schloss mit der wunderschönen Schlossküche etwas genauer vorstellen. Die Zeiten, in denen das Haus Schönburg im Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Macht stand, waren längst vergangen. Seit dem beginnenden 17. Jahrhundert kam es wiederholt zu Erbteilungen. Dadurch entstanden zahlreiche kleine, aber mitunter aufwendig geführte Residenzen. Vor allem aber die verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges führten letztlich zu einer hohen Verschuldung der einzelnen schönburgischen Herrschaften. Unter diesen relativ schwierigen Bedingungen erblickte Albert Christian Ernst am 22. Januar 1720 im hinteren Schloss zu Glauchau als 7. Kind und 4. Sohn des Grafen Otto Ernst von Schönburg hinter Glauchau und der Gräfin Wilhelmine Christiane zu Solms-Sonnewald das Licht der Welt und wurde 2 Tage später am 24. Januar getauft. Die ersten 4 Lebensjahre wuchs er unter der Aufsicht eines Hauslehrers im religiös geprägten Elternhaus auf. Des Grafen Otto Ernsts Einstellung gipfelte in einer ausgesprochenen Gleichgültigkeit irdischen Gütern gegenüber. So residierte er in einem Schloss, das seit nahezu 200 Jahren keine wesentlichen baulichen Erneuerungen erfahren hatte. Weite Teile des Gebäudes waren darüber hinaus durch Sturmschäden und Blitzeinschläge arg in Mitleidenschaft gezogen und über Jahre nicht zu bewohnen. Um 1710 bis 1720 wurden dann doch im Obergeschoss des Ostflügels, dessen Bild von dem ursprünglich größeren Festsaal geprägt wurde, Baumaßnahmen getätigt. Ein ehemals vorgelagerter kleinerer Saal mit einer Kassettendecke ist dahingehend verändert worden, dass ein schmaler Gang mit 2 angrenzenden barocken Wohnräumen entstand. Dieses Zimmer ist wohl der prächtigste Raum im Schloss hinter Glauchau. Seine ca. 1720 entstandene Innenarchitektur wird von einer aufwendig gearbeiteten Stuckdecke mit rein architektonischen Elementen und Bandelwerk, ein flächiges Ornament bestimmt. Der größere Raum ist mit einem Kamin ausgestattet, der mit einem Muschelornament, einer von Pilastern flankierten Büste und einer stilisierten Maske und 2 herzförmigen Kartuschen verziert ist. In den herzförmigen Kartuschen sieht man die Initialen des Grafen Otto Ernst und seiner Gemahlin Wilhelmine Christiane. Im 18. Jahrhundert diente dieser Raum als repräsentatives Wohnzimmer des regierenden Grafen. Das so im Schloss hinter Glauchau vorherrschende spartanische Hauswesen setzte der kraftvollen und zuweilen herrischen Gräfin derart zu, dass sie zu Beginn der 1730er Jahre, nachdem sie 11 Kinder geboren hatte, ihren Gemahl verließ, um in Dresden bzw. auf ihren elterlichen Gütern in der Niederlausitz ein standesgemäßeres Leben führen zu können. Dieser damals doch recht ungewöhnliche, im Hause Schönburg als skandalös empfundene, jedoch öffentlich vertuschte Vorgang führte letztlich zum Bruch zwischen den Grafen und seiner Gemahlin. In Anbetracht dieser sich bereits früh abzeichnenden, zerrütteten Familienverhältnisse erklärte sich eine Tante des Grafen Otto Ernst, Freifrau Christiane Elisabeth von Tach, bereit, den nunmehr 4-jährigen Albert Christian Ernst zu erziehen und für seine Bildung aufzukommen. Fernab von Eltern und Geschwistern erwartete den Pflegesohn eine ihn gänzlich wesensfremde Welt. Abgeschlossenheit, Enge und Geradlinigkeit standen Unruhe, Widerspruchsgeist und Geltungsbedürfnis seinerseits entgegen.
Das Rokokozimmer wird von einer in geometrischen Formen gearbeiteten Stuckdecke bestimmt. Links ist eine Türumrandung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts überliefert. Weiterhin liefern die noch vorhandenen Vorhangbogenfenster einen Hinweis auf den einstigen Festsaal. Rokoko ist die Bezeichnung für die letzte, größere Stilphase des Spätbarocks, die zwischen 1720 und 1770 auftrat. Dieser Stil ist durch die Verwendung ausgereifter Elemente des Barock einerseits und durch Vorbereitende des Klassizismus andererseits gekennzeichnet. Dem Rokoko lag der Wunsch nach Kultivierung, Schönheit, Eleganz und Exotik zugrunde. Nachdem des jungen Grafen kurzes akademisches Intermezzo im Desaster geendet hatte, reiste er zu seiner Großtante, um sie davon zu unterrichten, dass er beabsichtige, eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Neben den persönlichen Karriereaussichten waren es wohl in erster Linie die beachtlichen politischen und militärischen Erfolge Friedrichs II., die dem jungen Schönborg imponierten und ihn später veranlassten, seinen Dienst in der sächsischen Armee zu quittieren. Preußischer Geist war Albert indes nicht ganz fremd, stand doch seine Erziehung teilweise unter diesem Einfluss. Er trat in preußische Kriegsdienste. Um 1752 errichtete Graf Albert Christian Ernst von Schönborg-Hinterglauchau die 3 Geschosse verbindende Treppenanlage mit einer reich an Balustern gefüllten marmorisierten Brüstung. Sein jüngerer Sohn Ludwig übernahm 1789 die Herrschaft und ließ im Vorfeld seiner Vermählung mit einer schlesischen Grafentochter die Treppenhalle in einem illusionistischen Bild ausgestalten. Ein Erscheinungsbild steinerner Architektur. Regine Caroline von Carlowitz war zu einem anmutigen, liebreizenden Fräulein herangewachsen, die ein gewisses Interesse in Albert Christian Ernst weckte. Es wurden rasch Pläne geschmiedet, denn Markgraf Karl von Brandenburg-Schwedt sah es an der Zeit gekommen, für die Zukunft seiner Tochter Vorkehrungen zu treffen. Eine geeignete Partie innerhalb der bestehenden Berliner Gesellschaft zu finden, war wohl ziemlich aussichtslos. Hier kam ihm sein aus Sachsen stammender Generaladjutant Albrecht Christian Ernst gerade recht. Er war jung, frisch und unverbraucht, hatte Manieren und was wohl noch wichtiger war, er stammte aus einer alten, hochadligen Familie und stand davor, einen großen Besitz zu erben. Andererseits war auch Graf Albert nicht abgeneigt, hätte er doch einen Enkel des großen Kurfürsten zum Schwiegervater, der seine militärische Karriere weiterhin fördern würde. Und in den Adern seiner Braut und somit der zu erwartenden Kinder würde immerhin etwas Zollernblut fließen. Auch waren beide, Caroline Regine und Albert Christian Ernst, einander zugetan. So fand am 13. September 1747 im Lustschloss Friedrichsfelde die Vermählung statt. Zwischenzeitlich reiste Albert Christian Ernst am 30. Januar nach Glauchau, um die Übernahme des alleinigen Besitzes der Herrschaft Hinterglauchau zu regeln. 1751 traten seine 2 Brüder per Vertrag ihre Anteile und Rechte auf die Herrschaft Hinterglauchau an den mittleren Bruder Albert ab. Dieser musste im Gegenzug sich verpflichten, die vom Vater hinterlassenen, zum Teil urgroßväterlichen Schulden zu übernehmen und den Brüdern einen Ablösungsbetrag von jeweils 20.000 Talern auszuzahlen. Darüber hinaus erwarb Albert Christian Ernst noch den Anteil seines jüngeren Bruders Johann Ernst an der Herrschaft Rochsburg für 18.000 Taler.
Am 30. November 1751 wieder in Berlin war es dem Grafen Schönburg nicht gelungen, seine Frau davon zu überzeugen, den ständigen Hausstand nach Glauchau zu verlegen. Der allzu marode Bauzustand des hinteren Schlosses sowie der von Provinzialität geprägte Alltag wirkte hier wohl im hohen Maße abschreckend. An der Meinung der Gräfin änderte sich auch nichts, als im Jahr 1752 die Renovierung des Schlosses Hinterglauchau begann. Albert Christian Ernst hatte das nahezu ruinöse Mittelgebäude des Nordflügels abtragen und anschließend neu errichten lassen. Am 14. Juni des gleichen Jahres erfreute die Geburt eines zweiten Sohnes die glücklichen Eltern. Doch plötzlich und vollkommen unerwartet verstarb am Abend des 16. September 1755 die im 24. Lebensjahr stehende Gräfin Caroline Regine. Am 5. August des Jahres 1751 ließ Albert Christian Ernst sich von seinen Untertanen im Stile eines souveränen Herrschers förmlich huldigen. 5 Jahre später quittierte er seinen Dienst in der preußischen Armee, siedelte nach Glauchau über und beschloss, nach 2-jährigem Wittum eine zweite Ehe einzugehen. Magdalena Franziska Elisabeth wurde am 30. Januar 1727 in Wechselburg als 4. Tochter des Grafen Franz Heinrich von Schönburg-Wechselburg und der Gräfin Johanna Sophia Elisabeth von Schönburg-Hartenstein geboren. In seiner Residenz Schloss Hinterglauchau hielt Albert Christian Ernst einen zwar kleinen, aber auf Prestige und Repräsentation bedachten Hof und pflegte einen verhältnismäßig aufwendigen Lebensstil. Dem standen Differenzen mit dem sächsischen Kurhaus, eine hohe Verschuldung, Jahre der Hungersnot und Teuerung, eine hohe Abgabenlast für die Bürgerschaft sowie Kriegsnöte mit Zwangsrekrutierung und Einquartierungsforderungen gegenüber. 1756 marschiert Friedrich II. Von Preußen in Kursachsen ein. Graf Albert Christian Ernst versucht vergeblich Neutralität für seine Herrschaft Hinterglauchau zu erwirken. Durchmärsche von Preußen und Österreichern belasteten mit ihren Plünderungen und den zu leistenden Zwangserhebungen von Geldbeträgen die schönburgischen Herrschaften stark. Im Schloss Hinterglauchau richtete daraufhin Graf Albert Christian Ernst von Schönburg-Hinterglauchau 1757 die gräflich-schönburgische Schlosswache mit militärischem Hoforchester ein, die bis 1779 bestand. Albert Christian Ernst erklärte 1768 die im Verwaltungsrecht rechtssetzende Vereinbarungen von 1740 mit Kursachsen für seine Herrschaft Hinterglauchau für ungültig. Auf seine Bitte hin ließ Kaiserin Maria Theresia von Habsburg am 7. Mai 1773 die Vereinbarungen von 1740 aufheben. Denn am 4. Mai 1740 verloren die schönburgischen Herrschaften ihre Reichsunmittelbarkeit in 2 Gerichtsprozessen an Kursachsen. Am 24. Januar 1777 marschierten kursächsische Truppen in Glauchau ein und versuchten, Albert Christian Ernst zu verhaften. Maria Theresia ließ zu Alberts Unterstützung ihre Truppen an der sächsischen Grenze aufmarschieren. Dieses Ereignis ging als sogenannter Glauchauer Krieg in die Geschichte ein. Albert Christian Ernst flüchtete nach Wien, wo er fortan im Exil leben musste. Dieser Raum diente dem Grafen Richard Clemens von Schönburg-Hinterglauchau als Schlafzimmer. Die ursprüngliche Ausstattung, die Gestaltung der Wände und der Decke haben sich nicht erhalten. Wie in allen 4 Zimmern der Raumflucht stammen auch hier die Fenstergewände aus dem 16. Jahrhundert.
Gemeinsam mit seiner zweiten Gemahlin Frieda pflegte Graf Richard Clemens als ausgebildeter Sänger die Musik. Seine ungewöhnlich wohllautende Stimme und seelenvoller Ausdruck wurden von den Zuhörern gepriesen. Ein Mädchenlied geht auf seine eigene Komposition zurück. Empire ist ein Sonderstil des Klassizismus und entwickelte sich aus dem relativ schmucklosen französischen Revolutionsstil und steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kaisertum Napoleons. Die Übernahme von Formen des ägyptischen Altertums sowie der griechischen und römischen Antike waren in der Möbelkunst stilgebend. Der Empire-Stil, der in der europäischen Kunst bis ca. 1830 vorherrschte, lässt sich in seiner Eigentümlichkeit vor allem im Kunsthandwerk, in der Innenraumdekoration, in Mode und Ornamentik feststellen, während er die Malerei, Architektur und Plastik weniger beeinflusste. Am 17. März 1757 im Schloss Wechselburg als ältester Sohn des Grafen Karl Heinrich II. Von Schönburg-Wechselburg und der Gräfin Christiane Wilhelmine von Einsiedel geboren, erhielt Karl Heinrich im Elternhaus eine sorgfältige Erziehung. Aus seinen Kindheitsjahren hat sich ein Kinderbildnis des etwa 3-jährigen Erbgrafen erhalten. So begann der Graf 1772 ein Studium in Leipzig, das er 1775 in Göttingen und anschließend wiederum in Leipzig fortsetzte. In Leipzig machte er sich die Ideen der Aufklärung und des humanen Absolutismus zu eigen. Er war auch der erste Schönburger, der in den Freimaurerbund und zwar am 22. Juni 1776 in die Loge Minerva zu den 3 Palmen in Leipzig eintrat. 1779 bis 1781 unternahm Karl Heinrich mit seinem Hofmeister Christian Gottfried Körner, dem Vater des Freiheitsdichters, eine ausgedehnte Grand Tour durch Holland, England, Frankreich und die Schweiz. Im Unterschied zur Kavalierstour, die vor allem dem Besuch der Fürsten- und Königshöfe galt, sollte die Grand Tour des jungen Schönburg eine Bildungsreise durch Mittel- und Westeuropa sein und die Betrachtung der wichtigsten Länder, Landschaften und Orte, ihrer Sehenswürdigkeiten, der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, des gesellschaftlichen Lebens und der Pflege der Künste zum Inhalt haben. Am 24. September 1779 trat der bereits zum Kammerherrn ernannte Karl Heinrich gemeinsam mit einem Diener, der während der gesamten Tour ein in privater Hand überliefertes Tagebuch führte, in Wechselburg die Reise an. Am 29. Mai 1781 beendete der Graf die Grand Tour am Ausgangsort Wechselburg zur lebhaften Freude der hochgräflichen Eltern. Graf Karl Heinrich arbeitete anschließend im Justizkollegio als Hof- und Justizrat in Dresden und heiratete am 28. April 1782 in Wechselburg Juliane Eleonore Auguste von Lüttichau. Im Körnerschen Haus in Dresden machte Karl Heinrich die Bekanntschaft Friedrich von Schillers, der ihm 1787 in Körners Vormittag allerdings ein eher unrühmliches literarisches Denkmal setzte. Sein luxuriöser Lebensstil wurde bereits von Zeitzeugen heftig kritisiert. Zusätzliche Belastungen ergaben sich dadurch, dass die schönburgischen Herrschaften während der napoleonischen Kriege mehrfach als Truppendurchzugsgebiet genutzt wurden. Als Karl Heinrich 1815 starb, befanden sich seine Besitzungen am Rande des finanziellen Ruins. Innerhalb der einstigen Wohnung des Grafen Richard Clemens wurde dieser Raum als Ankleidezimmer genutzt. Der Biedermeier-Stil
beendete vor allem in Deutschland die Epoche des Klassizismus und ist zeitlich zwischen 1815 und 1848 einzuordnen. Der Stil war ausgehend von den Vorstellungen des Kleinbürgertums gekennzeichnet von gediegener, zweckbestimmter und behaglicher Wohnkultur. Man verzichtete bei Möbel und sonstigem Kunsthandwerk auf zusätzlichen Dekor und das Augenmerk lag auf solider handwerklicher Verarbeitung und Materialechtheit. Bereits seit dem 17. und frühen 18. Jahrhundert förderten die Schönburger die Textilwirtschaft in den Bereichen Weberei, Strumpfwirkerei und Färberei und machten vor allem Glauchau zu einem Zentrum der Frühindustrialisierung. Auch im Bereich der Schafzucht und der Wollproduktion taten sie sich hervor. Eine besonders feine und teure Merino-Wolle produzierte nach 1790 beispielsweise Graf Heinrich Ernst II. Von Schönburg-Rochsburg. Mit seiner Merino-Schafzucht stieg er darüber hinaus zu einem der bedeutendsten Schafzüchter Europas auf und gilt bis heute als einer der Urväter der modernen Schafzucht. Als besonders fortschrittlich galt zudem die im Jahre 1790 fürstliche Linie Schönburg-Waldenburg mit ihrem innovativen Wirtschafts-, Bildungs- und Finanzwesen. Ab 1780 schuf Fürst Otto Karl Friedrich von Schönburg nach dem Vorbild des Fürstentums Dessau-Wörlitz rund um Waldenburg und Liechtenstein einen Musterstaat mit breiten Alleen, 9 Manufakturen sowie mit ausgedehnten englischen Parkanlagen. Sein Sohn Fürst Otto Viktor I. setzte diesen Weg fort und ließ nach 1800 Lehrerseminare und Hospitäler sowie die im Jahre 1819 gegründete Fürstlich-Schönburgische Sparkasse in Waldenburg als erste private Sparkasse in Sachsen errichten. Ungeachtet der zahlreichen fürstlichen Stiftungen traf die Revolution von 1848/49 die Linie Schönburg-Waldenburg jedoch besonders hart. Aufgrund der politischen Zustände in den Herrschaften, vor allem im Bereich der Religion und der Wirtschaft, geriet besonders Fürst Otto Viktor I. in die Kritik. So führte eine Versammlung von ca. 10.000 Personen am 5. April des Jahres 1848 zur Erstürmung, zur Plünderung und schließlich zum Brand des Schlosses Waldenburg. In diesem Salon befand sich bis in das Jahr 1900 das Schreibzimmer des Grafen Richard Clemens von Schönburg hinter Glauchau. Die ursprüngliche Wandgestaltung entspricht der des einstigen Wohnzimmers des Grafen. Auch dieser Raum ist wie das Historismuszimmer mit einer Neorenaissance-Stuckdecke in Holz- und Furnier-Imitationsbemalung versehen. Joachim von Schönburg-Glauchau war ein deutscher Graf und ab 1899 Abgeordneter der ersten Kammer des Sächsischen Landtags. Er studierte Jura an den Universitäten Freiburg im Breisgau, Prag und Leipzig. 1895 wurde er Leutnant im 1. Königlich-Sächsischen Husarenregiment. Er erbte 1898 Schloss Vorderglauchau sowie die Familienbesitztümer in Pinnich und Vechselburg. 2 Jahre später, 1900, auch Schloss Hinterglauchau und Schloss Rochsburg. Der Graf engagierte sich in der katholischen Kirche, unter anderem fungierte er 1910 beim Deutschen Katholikentag in Augsburg als Vizepräsident der Veranstaltung. 1898 heiratete er Octavia in Prag. Sie war die Schwester von Gräfin Sophie, Fürstin von Hohenberg, die zusammen mit ihrem Gatten, dem österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, am 28. Juni 1914 in Sarajevo ermordet wurde, was zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte.
Bei dem großen Historismuszimmer handelt es sich um den repräsentativsten Raum einer in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts entstandenen Zimmerflucht. Ab 1881 nutzte der letzte Spross des gräflichen Hauses Schönborg-Hinterglauchau, Richard Clemens, diese 4 Zimmer als privates Appartement. Die gezeigten Einrichtungsgegenstände stammen aus der Zeit von etwa 1830 bis 1900. Das große Historismuszimmer, das dem Grafen als Wohnraum diente, wurde zu dieser Zeit mit einer prachtvollen in Holzimitation gefassten Stuckdecke im Stil der Neorenaissance versehen. Der Spiegel an der Stirnseite weist ein mit einem Fürstenhut bekröntes Monogramm CS auf. Die ursprüngliche Wandgestaltung wurde durch eine Papiertapete ausgeführt. Die Farbstellung und das Dekor gibt die Rekonstruktion der Tapete aus dem Jahre 1990 wieder. Die Fenstergewände stammen noch aus dem Renaissancebau des 16. Jahrhunderts. Innerhalb der Kunstgeschichte versteht man unter dem Begriff Historismus einen Rückgriff auf ältere Stilepochen, insbesondere des 19. Jahrhunderts. Mit der im späten 18. Jahrhundert einsetzenden romantischen Rückbesinnung auf die vermeintlich urdeutsche Gotik, zum Beispiel durch Johann Wolfgang von Goethe, entwickelte sich die Auffassung, dass die Betrachtung der Geschichte wesentlicher ist als die Entwicklung neuer Formen und Stile der eigenen Epoche. So wurden im Verlaufe des 19. Jahrhunderts die vergangenen Stilepochen nicht nur imitiert, sondern auch eigenständige Formen entwickelt. Die historischen Stile fanden vor allem in der Architektur und im Kunsthandwerk ihre Anwendung. Die Bausubstanz des Südflügels von Vorderglauchau erfuhr im Laufe der Jahrhunderte starke Überformungen. Dies bezieht sich vor allem auf Reste einer Ringmauer der mittelalterlichen Vorburg von Hinterglauchau sowie Teile der frühen Renaissanceanlage, die Andreas Günther zwischen 1527 und 1534 schuf. Im Jahr 2006 erfolgte die Freilegung der Fragmente eines Backofens und einer Herdstelle aus der Zeit nach 1603 sowie einer Anlage aus dem 18. Jahrhundert, die offenbar der Pastetenbäckerei diente. Gleichzeitig konnte der Rauchfang mit der deutlich erkennbaren Verrußung weitgehend sichtbar gemacht werden. Er gibt nunmehr ganz anschaulich das Bild einer Schwarzküche wieder. Ursprünglich umfasste die Hofküche ein wesentlich größeres Areal. Die spätere Einfügung der Mauer im östlichen Bereich ließ das heutige Raumbild entstehen. Während sich im Mittelalter die Feuerstelle im Zentrum des Raumes befand, wurden mit Aufkommen des Kamins die ersten Ziegelherde an den Wänden errichtet. Das Feuer entzündete man auf der Herdfläche. Der Hohlraum unter dem Herd erfüllte seinen Zweck als Lager- und Trockenplatz für das Brennholz. Um den Rauch in den Kamin zu führen, diente ein starkes, brennendes Holzscheit zur Erzeugung eines Warmluftstromes, der in den Kamin flutete und damit den Rauch durch den Rauchfang abziehen ließ. Gleichzeitig erfüllte der Kamin seine Funktion als Räucherkammer. So wurden Schinken und Würste gern in den Rauch gehängt. Kräutergärten wurden im Allgemeinen im ländlichen Bereich bzw. in der klösterlichen Wirtschaft unterhalten. Nutz- und Heilpflanzen, die ohne besondere Pflege im Freien gedeihen und zum Teil auch überwintern konnten, waren hier vorzufinden. Sie dienten zum Beispiel als Gewürze der Zubereitung von Speisen und fanden als Arzneipflanzen ihre Verwendung. Bis etwa 1900 befand sich hier der terrassenartig gestaltete Küchengarten des Schlosses Hinterglauchau.
Ausgestattet mit Frühbeeten, einem Gewächshaus, diversen Beeten und Valieren für Kletterpflanzen versorgte er die Bewohner des Schlosses mit Schnittblumen, Kohl, Gurken und Tomaten. Nach 1900 entstand als Bestandteil der zusammengelegten Schlossgärten von Vorder- und Hinterglauchau auf dem Terrain des heutigen Kräutergartens ein achtförmiges Blumenrondell. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder spannende Einblicke in diese wunderschöne Schlossanlage erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!